Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich mache hier Programmiertutorials, vor allem Unity und JavaScript und ab und zu mal ein bisschen Arduino. Und wenn dir mein Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. Heute geht es um Custom Attributes in Unity. Custom Attributes sind also benutzerdefinierte Attribute. Ihr kennt bestimmt oder du kennst bestimmt die Standard Unity-Attribute, wie zum Beispiel hier Range. Der ist hier, der macht, dass hier so ein Slider zu sehen ist im Inspektor, wenn man den benutzt. Oder Serialized Field sorgt dafür, dass der Wert serialisiert wird, obwohl er nicht public ist, also private bleiben kann. Und dann gibt es noch viele andere, wie Header zum Beispiel oder Space und noch einige mehr. Und man hat in Unity genauso auch die Möglichkeit, eigene Attribute zu machen. Und das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe hier ein kleines Attribut gemacht, das heißt Disable in Play Mode. Und ich starte das mal kurz. Also im Play Mode sind die Properties ausgeblendet, die dieses Disable in Play Mode davor haben. Gut, also wie man das benutzt, ist klar. Also es wird davor geschrieben, ne? Wie ein ganz normales anderes Attribut auch. Schauen wir mal, was hier wichtig ist. Und zwar haben wir hier zuerst das benutzerdefinierte Attribut selbst, das Custom Attribute. Und das ist wichtig, dass es im Build auch vorhanden ist. Und dieses Attribut, das erbt hier von Property Attribute. Und hier oben bei Attribute Usage, bei dem Attribut, können wir noch angeben, für was es genutzt werden soll. Also hier in dem Fall nur für Felder, nicht für Methoden oder Klassen. Und noch einige andere Möglichkeiten gäbe es hier. In dem Fall macht aber nur Felder Sinn wirklich. Dann kommen wir zum zweiten, zu Property Drawer. Das darf auf jeden Fall nur im Editor laufen. Also das darf nicht ins Build gelangen, beziehungsweise es geht gar nicht erst. Da wird es einen Fehler geben. Deshalb muss man das in einen Editor-Ordner packen. Also dieser Property Drawer darf ja nicht drin sein, weil der benutzt hier Unity Editor. Andere Möglichkeit wäre, also indem man auf diese Art eben den Quellcode ausblendet, aber das mit dem Editor-Folder ist auf jeden Fall einfacher. Und gut, gucken wir uns noch ganz kurz an, was hier eigentlich gemacht wird. Also hier wird die OnGUI-Methode überschrieben. Wenn also jetzt die Applikation läuft und application.isPlaying2 ist, dann ist GUI enabled dann false. Also immer wenn das läuft, dann wird GUI enabled hier auf false geschalten und nachdem die Property gezeichnet wurde mit Property Field, wird es dann natürlich wieder eingeschalten. Sonst würde auch nachfolgendes aus sein. Also so funktioniert das, ganz einfache Geschichte. Jetzt hast du ja bestimmt schon gesehen, hier ist also gar kein Konstruktor drin bei diesem Attribut. Das heißt also, dieses Attribut nimmt keine Werte an. Wenn man das machen will, dass man Werte annehmen will, muss man eben hier noch einen Konstruktor dazu schreiben und dann eben die Werte hier in dem Attribute, in dem Property Drawer verwenden. Das können wir auch mal machen. Ich würde das gerne jetzt erweitern, kurz hier das Skript, sodass es noch die Möglichkeit gibt, dass man es nicht nur so ausgraut, disabled, sondern also die Property überhaupt gar nicht zu sehen ist. Wir müssen also hier zuerst einen Konstruktor hinzufügen. Also zum Beispiel so. Ich habe jetzt hier noch ein Feld hinzugefügt mit der Variable Height, also eine boolsche Variable Height. Und dann noch einen neuen Konstruktor, der hier dieses Height annimmt. Standardwert von Height ist false und Height wird auf Height gesetzt. Jetzt muss man das Ganze natürlich noch im Property Drawer verwenden. Und das könnte man so machen, man holt sich also erstmal die Werte und jetzt haben wir hier dieses Attribute Height zur Verfügung und wenn Attribute Height nicht oder Application.playing nicht, dann wird die Property eben gegebenenfalls so ausgegraut, also nur disabled und ansonsten, wenn Height true ist, dann wird die gar nicht angezeigt. Können wir mal checken kurz, ob das funktioniert. Ich jetzt hier aber in dem Test-Skript hier noch ein True hinzufüge, dann ist es jetzt gar nicht mehr sichtbar. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn es nicht sichtbar ist, dann auch hier nicht so eine freie Lücke lässt. Und das kann man auch noch lösen. Und zwar muss man dazu die getPropertyHeight-Methode noch überschreiben. Und zwar wird hier, wenn Attribute Height false ist oder Application nicht is playing, dann wird die richtige Höhe hier zurückgegeben von so einer Property. Und andernfalls wird hier also minus Standard Vertical Spacing zurückgegeben. Also das heißt, da wird jetzt kein Platz mehr gelassen. Wenn wir uns das jetzt mal angucken kurz, dann ist diese Property völlig weg. Die jetzt also hier bei Disable in Play Mode mit To, also mit Height, angegeben wurde, die ist jetzt völlig weg.
Und zum Schluss nochmal ganz kurz der Hinweis, hatte ich schon gesagt, aber lieber noch einmal, dieses Skript Property Drawer, das muss unbedingt in einen Ordner Editor. Hier bei mir ist das auch so, also hier dieses Disable in Play Mode, das normale Attribut ist außerhalb, aber das Disable in Play Mode Property Drawer, das ist in einem Editor Ordner. Das heißt also, es wird im Build dann nicht berücksichtigt. Das ist total wichtig, das muss man beachten, sonst gibt es beim Build Probleme. Und wie immer kannst du natürlich als Patreon-Unterstützer dieses Skript hier runterladen, kostenlos. Wenn du nicht Unterstützer bist, musst du es abschreiben, aber so viel ist es ja nicht, diesmal auf jeden Fall nicht. Und dann würde ich mich verabschieden für heute. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, vielleicht sogar ein Abo. Und wenn du wieder reinschaust, würde ich mich ganz besonders freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.